Und nun möchte ich euch nämlich was Folgendes präsentieren, und zwar nämlich alle Endings, die 27 Endings, die nämlich mit Needy Stream Overload zu tun haben, und zwar nämlich in einer sogenannten Tierlist. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß dabei. Als allererstes haben wir hier ein Judgment File bzw. Blazing Hell. Das ist nämlich ein Ending, das nämlich darauf zeigen, dass es auch nur in einem ganz speziellen Verfahren auftreten tut, und zwar nämlich, wenn der Stresslevel über 60 liegt oder vielleicht sogar über 80 liegt, beziehungsweise nicht der Stresslevel, sondern im Mental Darkness muss er eher über 60 liegen. Kann aber auch Stress auch sein. Aber wichtig ist allerdings auch, dass es immer wieder nur durch per Zufall geschehen tut, wie so ein Zufallsgenerator, kann man sich vorstellen. Es ist ein bisschen schwer, das jetzt einfach zuzuordnen, weil es einfach emotional wirken kann, aber auch gleichzeitig böse ist. Ich würde es einfach schon hier lieber hinzutun wollen, so mehr in dem Bereich, weil das hat nämlich damit zu tun, dass nämlich Amid-chan einfach mal in dem Sinne einen Prank gemacht hat. Ja, tatsächlich. Weil nämlich die ganzen weiteren Endings immer wieder entweder verstörend sind oder total böse sind oder was auch immer, hat sie einfach gedacht, ey, da mal glaube ich mir einfach mal so einen Scherz, ne? Das hier ist so sogenannte Bomber Girl. Das heißt aber dann quasi, dass man die Stresskapazität auf insgesamt 120 hochschrauben muss und alles Mögliche wirklich bis zu dem höchsten treiben muss quasi. Das heißt also 80 plus haben muss, dann kommt der erste Event, das wahrscheinlich Selbstverletzung machen wird, dann 100 erreichen muss, damit das weiter nochmal mit Livestream gestartet wird, und 120 muss es erhalten bleiben und wirklich auf diesem Stand bleiben. Ansonsten ja, kriegt man das Ending halt nicht, und deshalb ist es dieses Exploding wahrscheinlich extra so dargestellt, weil es einfach viel zu viel ist, wie so eine tickende Zeitbombe quasi im Kopf. Aber ja, ich würde dann einfach mal sagen, können wir einfach mal mittig hier so positionieren, weil es auch schon recht in die emotionale Richtung geht, weil man das einfach nur bis in dieser Höhe trieben ließ und dann alles aufgegeben hat. Selbst ihren Angel Kawaii Account hat sie komplett gelöscht und so, einfach von Existenz eben ausradiert, wenn man so will. Das hier ist das sogenannte Katastrophe vom Ending her, und das bezeichnet man eher deswegen so, weil das einfach so schon von gebrochenem Herz hier so aussieht, dass sie nämlich dann erstmal gar nicht die 500.000 Follower erreicht hat, und gleichzeitig aber auch die Mental Darkness als auch Affection liegt bei unter 60 und hat auch einen Grund. Weil einerseits ist es so, dass sie das jetzt nicht unbedingt so in die Höhe schießen ließ, von dem Gedanken her, weil das er einfach gar nicht viel getan hatte dafür. Andererseits hat es auch keinen Bezug mehr zu Pichan, also dem Spieler, so gesehen. Ja, dass er nicht genug Hilfe dazu eben gab. Und so fühlt sie sich auch, dass sie komplett dumm wäre, dass sie komplett unfähig wäre, da weiterhin so als Engel da weiterzumachen. Und gibt dementsprechend Pichan auch irgendwie komplett die Schuld auch. Ob ich das jetzt als schlecht empfinden kann, weiß ich nicht. Aber ich würde es auch tatsächlich jetzt doch hier hinpacken, weil man hat ja alles Mögliche schon da versucht halt eben zu leisten, und dann reagiert sie einfach so darauf. Wenn man da vieles nämlich machen will, dann hat sie überhaupt gar keine Chance, irgendwie selbstständig dazu interagieren, sondern ist einfach die ganze Zeit so, ja, ist halt eben die Schuld von Pichan. Aber gut. Das ist das sogenannte Cookit, beziehungsweise Neto Rare. Das ist einfach so, wenn man da so aus diesem einen Bereich kennen sollte, dass man einfach so zuschaut, als Pichan ist an dieser Stelle und Key Angel verliebt sich in jemand anderen, und ich bin einfach nur Zuschauer, der gezwungen ist, dabei zuzuschauen. Das heißt, ja, sie ist eine neue Beziehung eingegangen und hat irgendwie so vielleicht so gesehen eine Affäre begonnen oder so, aber eigentlich hat sie eher Schluss gemacht und einen neuen Start angefangen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es schon recht verstörend wirkt hier an der Stelle. Deshalb, ob das jetzt auch schlecht ist, weiß ich nicht. Eigentlich ist es schon eher böse, weil man dann einfach denkt, dass die ganze Affection auf einmal runterrasen tut, manchmal wegen nichts. Aber vielleicht kann man das auch in die Mitte packen, komm. Ich finde es nämlich auch schon verstörend, weil man sieht auch diesen Pferdekopf, und das kommt tatsächlich auch vor. Man kennt ja auch diese Pferdemaske wahrscheinlich und so. Naja. Ja, das kennen wir doch alle, oder? Dark Angel.
Das ist eigentlich so ein Special-Ding gewesen, wie ich schon mal gesagt habe, so ein Special-Ending und ist auch ziemlich gut halt eben gewesen, auch verstörend an der Stelle, was sie da alles so sagt und ist auch recht böse formuliert, wie sie da auch alles sagt mit Verleugnung, Radikalisierung und was weiß ich noch alles, halt eben an diese ganzen, weiß nicht, einfach so, was es so herunterziehend wirkt oder was auch immer, was da wohl irgendwie so im Internet wäre und auch der Chat, dass es auch ganz anders darauf reagiert. Ja, aber ich finde das schon ziemlich, man kann es auf die emotionale Ebene packen. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil für mich ist es eher auch in einer Art der verstörenden Richtung, weil sie dann auch für ihre Selbstverletzung sogar direkt im Livestream zeigt und generell auch schon sagte so, ich werde euch alle ins Grab mitnehmen und irgendwie sowas, ne? Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr direkt hier mal reinschauen in dem Video, denn da habe ich das nämlich auch schon mal gezeigt zu den 5 Evil Endings. Ja, und das ist mit drin. Nur, falls ihr mal Bock haben solltet. Aber, ja, wo packe ich dich denn jetzt hier hin? Einerseits ist es ja schon so eine emotionale Sache. Andererseits ist es wiederum ein Special Ending, weil sie schon die 1 Million Marke geknackt hatte und redet auf einmal so. Ich würde es vielleicht ganz nah hier hinpacken, okay. Vielleicht, dass man dann denken kann, okay, man wäre da vielleicht möglich, aber die emotionale Seite weiß ich nicht. So, das hier ist etwas ganz Spezielles, womit man eigentlich schon recht ein bisschen zu viel spoilern könnte. Deshalb, ja, muss man achten natürlich, dass ich jetzt nicht zu viel spoilere. Das heißt nämlich, comment tu dis adieu. Das heißt also, wie kann ich dir auf Wiedersehen sagen? Das ist nämlich dieses letzte Ending, was da überhaupt erscheinen tut, auch als Fragezeichen. Und da geht es einfach nur darum, dass dann, jetzt spoilere ich sehr viel, Ami-chan macht alles selbst. Also Peach-chan ist wirklich komplett außen vor, man startet es und sie möchte unbedingt alles Mögliche versuchen, damit alles glatt läuft und nach ihrem Ermessen, dass alles eigentlich gut funktioniert. Und vor allem sieht man auch, dass sie es halt kann. Und das ist auch das True Ending in dem Falle, dass sie dann eigentlich mal ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Eigentlich das Ganze mit einem Arrangement, ja, das Ganze da weiterhin vorantreibt. Sie zeigt halt dementsprechend, dass es halt doch geht, ne? Gut, wo packen wir dich denn jetzt hin? Weil das ist schon emotional an der Stelle, dass man Peach-chan anscheinend auch von den ganzen allen Dingen, die da halt sind, nicht wirklich braucht. Deshalb ist das schon hoch emotional an der Stelle. Aber schlecht ist es nicht und böse, ja, wenig böse eigentlich, ne? Weil man darf es aber auch nicht vergessen, dass es natürlich jetzt auch ihre Entscheidung war. Und wenn man mal wirklich ernst sein möchte, erscheint es ja auch erst, wenn wir alle anderen Endings ja kennengelernt haben. Dementsprechend, ob das jetzt böse ist, muss jeder so oder so sehen. Ansonsten packe ich jetzt mal so in dieser Position hin. Ich denke, das ist ganz gut. Das ist Do You Love Me? Das erkenne ich an einem Riesenrad tatsächlich. Habe ich, glaube ich, mal bei den 100 Fragen zu K-Angel nämlich auch mal gezeigt. Ihr Infokarte, ne, wenn ihr mal wollt. Aber das ist ein eigentlich schon ganz solides Ending, finde ich. Also schlecht, weiß ich nicht. Ich tendiere das vielleicht mal zu schlecht. Obwohl es doch echt auch emotional wirkt, muss man natürlich auch mal bedenken, dass der Peach-chan nicht echt ist. Das heißt also, sie geht dahin und ist eigentlich nur so eine, mit so einem imaginären Person halt dort auf dem Rummelplatz. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich ist es auch das hier, ne? Es ist einerseits schon echt für mich recht schlecht, weil das sehr immer noch alleine ist und damit auch nicht wirklich jemanden hat, sondern es ist ein einseitiges Gespräch andauernd. Böse in dem Sinne, weil man dann denkt, okay, man sieht an der Stelle auch Ami-chan nicht mehr. Das heißt also, sie hat wahrscheinlich ihr Leben sowieso dann als K-Angel aufgenommen oder so. Und emotional halt, weil es schon irgendwo dann heißt, ja, sie hat da irgendwie ihre Liebe gefunden oder so, weil sie sowieso Peach-chan halt liebt. Yay! So, als nächstes haben wir hier Angel Fall Down oder auch Fallen Angel. Warum die immer so 2 Namen haben bei manchen Endings oder beziehungsweise vielleicht sogar einige Endings.
weiß ich nicht. Aber ja, hier geht es halt nämlich darum, dass es nämlich den sogenannten Erotic Livestream gibt. Ich bin der Meinung, da habe ich bei Ending Internet Overdose mal so gezeigt. Nicht bis zum obersten, halt eben, dass man das da denkt, okay, es wird so übertrieben dargestellt. Zumindest im Englischen wird es so genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es nochmal auf Deutsch dort heißt, aber im Wesentlichen geht es halt darum, nämlich, dass es immer wieder recht mit 18 plus halt schon recht übertrieben dann dargestellt wird. Und dann kriegt man dieses Ending, wenn es heißt Erotic. Jetzt habe ich es. Sexy Stream, genau so heißt das. Und das ist der 5. davon. Und dann heißt es so, ja, es wird zwar so präsentiert, aber man muss sich auch an die Richtlinien halten, nicht wahr? Denn dagegen wurde wohl verstoßen, weil man nämlich da einfach so, weil es heißt, man hat halt zu viel riskiert, um das jetzt mal so zu verdeutlichen, ne? Schon emotional an der Stelle, dass es dann deswegen auch nicht mehr mit den Livestreams funktionieren kann, aber auch gleichzeitig böse, weil sie versucht hatte, dadurch mit ihrem Sexappeal oder so, weiß ich nicht, halt die ganze Zeit diesen Erfolg halt hochzuschrauben und dementsprechend halt mehr und mehr Follower zu bekommen, Anerkennung und man versteht's, ne? Deshalb würde ich sagen, mehr zu böse. Tatsächlich. Ja. So, das hier ist Crossing the Line oder auch Flatline. Das ist ein spezifisches Ending, wo es heißt nämlich, dass man 5-mal nicht auf dieses Join bzw. What's up auf Deutsch nicht darauf reagieren sollte, auf die ganzen Nachrichten, die sie postet. Das heißt, wenn es da unten rechts aufploppt die ganze Zeit, dann einfach konstant ignorieren und dann wird es dann bei Twitter, wie es da im Spiel heißt, dann postet er direkt in den privaten Account, hey Pichan, ignoriere nicht meine Nachrichten und so etwas. Immer und immer wieder, man wird es immer lauter und lauter irgendwie da, was halt versucht zu schreiben mit Ausrufezeichen und so weiter. Wenn du das noch einmal machst, dann verlasse ich dich und so weiter. So, wo packe ich dich denn aber jetzt hier hin? Ich würde trotzdem aber sagen, es ist verstörend ist es natürlich nicht, aber es trifft schon hart auf die emotionale Seite, wenn man natürlich denkt, man wird ignoriert, man hat keine direkte Kommunikation, man wird halt komplett einfach gefühlt stehen gelassen und ignoriert die ganze Zeit und dann denkt man so, es wird einfach nur eine Intoleranz herrschen, was ja untereinander ist, was vielleicht auch sogar zu einer toxischen Beziehung führen kann, wenn man denkt, so man ist ja gar nicht mehr so wert halt in dieser Beziehung. Man hat da keinen hohen Wert und sowas, aber ich würde sagen, es ist trotzdem dann in der Hinsicht schon schlecht, beziehungsweise böse. Ist eigentlich eher schon böse, ne? Also würde ich da eigentlich doch eher zu böse hinpacken kommen. Ich pack dich mal hier hin. Okay, damit haben wir das. Das hier ist Galactic Express. Und das ist, ja, ich würde es tatsächlich hier hinpacken wollen. Hat eine emotionale Seite, aber auch gleichzeitig eine schlechte Sache irgendwie. Was vom Ending her nämlich ist es sogar nämlich, dass man das nur bekommen kann, wenn man ziemlich viel an sich zwar auch von den Medikamenten, die sie halt nimmt, zwar auch sich so in diesem bestimmten Rausch sich befindet, bis dann halt eben ihre magischen Briefmarken da bekommt oder was das sein soll. Oder magisches Papier. Aber dann gibt es irgendwann so einen Akt dazu, dass man bei dem Outside, wo man rausgehen kann zu jede Menge dieser Attraktionen oder auch ins Krankenhaus gehen kann oder was auch immer, erscheint dann auch so ein extra Ort, womit man dann direkt zur Milchstraße fährt oder was auch immer. Ich denke, das soll wohl ein Symbol dafür sein, dass er als Engel aufgestiegen ist und diese ferne Reise antritt und dementsprechend, weil sie nun mal so viel konsumiert hat, dann dementsprechend das auch so wahrnimmt. Kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Aber ja, da muss ich mir jetzt ehrlich gesagt mehr aus dem Ärmel schütteln tatsächlich, weil ja, ich habe es nicht ganz so verstanden. Ansonsten, wenn ihr welche auch erfahrene sind, dann gerne die Kommentare mal für dieses Ending. So, aber ansonsten, ja, habe ich jetzt schon positioniert, ne? So, das hier ist, also das hier, das ist Ground Control to Psychoelectric Angel. Das ist ein richtig langer Name, ne? Oder auch, es hat glaube ich einen anderen Namen auch, OS Alien
tatsächlich, aber fragt mich jetzt nicht warum. Hauptsächlich geht es halt einfach jetzt darum, dass es eher das Gegenteil zu dem Neto Rare ist. Und zwar nämlich, dass es die Affection auf 100 gebracht hat und dementsprechend nur noch mit I love you, I love you, I love you, I love you die ganze Zeit sagt. Und deswegen sind auch diese ganzen Herzen in Übermaß drin und man sieht dann nur noch, dass halt diese Textform da steht und immer so die ganze Zeit dann am Posten ist mit diesem Ton. Und deshalb hat er schon irgendwo eine emotionale Seite, aber könnte auch an sich ein bisschen verstörend wirken. Weiß ich nicht. Einerseits das, aber auch emotional natürlich auch. Einerseits hat es schon eine verstörende Wirkung und ist auch böse, weil sie ja nichts anderes mehr sieht. Und man kann ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben quasi, ne? Das ist auf jeden Fall klar. Und wenn man zu sehr da jetzt irgendwie begehrt wird von einer, die wirklich auf 100% darauf ausgelegt ist, dass man jemanden liebt und an nichts anderes mehr denken tut, dann hat man auch vielleicht seine Selbstbestimmung nicht mehr in den Griff und auch nicht mehr, was man selber unternehmen möchte oder vielleicht auch selber mal so herausstechen möchte. Ne? Also versteht, was ich meine. Die ganzen Interessen und Persönlichkeiten und so weiter und so fort können recht wegfallen und dementsprechend ist es genau das, was ich jetzt ja auch meine. Das ist interessant hier, das heißt nämlich Happy End World, genau. Happy End World ist nämlich so ein Ding davon, das nämlich aussagt, dass man nämlich das Internet quitten soll. So sage ich das jetzt mal. Also auf Deutsch gesagt, dass das Internet halt nicht verbunden ist, also man ist nicht am Netz. Man kriegt dieses Ending wirklich nur, wenn du dann quasi, keine Ahnung, vielleicht wirklich komplett ein LAN-Kabel rausziehst oder ein WLAN kurz mal abschalten tust oder die Netzwerkkarte deaktivierst oder was auch immer halt gerade einfällt. Dann müsst ihr bis Tag 30 spielen und dann habt ihr das. Ich würde dann trotzdem sagen, ist das jetzt schlecht und emotional? Ja, sie hat es ja aufgegeben irgendwo, ne? Also ist das schon irgendwo schlecht an der Stelle. Aber emotional an der Stelle auch wieder. Das heißt also, ich würde schon auf dieser Ebene hinpacken tatsächlich. Dass es mehr emotional ist. Aber ebenso ist es aber auch schlecht in der Hinsicht, weil man dann denkt, okay, sie hat jetzt nochmal weiterhin leisten können als Internet-Engel oder was auch immer da eben als Show anbieten wollte und so. Hat sie einfach in den Sand geworfen. Für alle diese ganzen 30 Tage, an denen sie das da gemacht hatte, hat sie dann einfach gesagt, jo, dann machen wir einfach mal das Ganze jetzt so, dass wir beenden. Fantastisch. Das sollten wir doch wohl unbedingt alle kennen. Zumindest die mein Video angeschaut haben. Ansonsten hier Ending Internet Overdose. Aber ansonsten kann ich wirklich sagen, dass es echt gut gemacht ist. Es ist böse, es ist verstörend und trotzdem auch emotional. Ich würde schon mehr sagen, in die Richtung hier hin tendierend. Ich würde sagen, ich verschiebe das mal kurz hier. So. Ist okay an der Stelle. Außerdem habe ich das auch noch nicht ganz erwähnt gehabt, aber bei Tag 28 kriegt sie eine, wie ich es richtig auch gelesen habe, eine Borderline-Halluzination. Das ist das, was nämlich da passiert mit der auditiven Sache. Sie macht das jetzt nicht audiovisuell, sondern einfach nur vom Hören her gesehen, deshalb auditiv. Man hat eine auditive Psychose, wo sie dann dieses ganze Klingeln auf einmal hört und so weiter und dann Peachan hört da nichts und sie hört die ganze Zeit dieses Klingeln und so. Manchmal ist es halt so, dass es dann auch aufhört und dann völlig verrückt spielt. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel noch weiterhin hier noch reden. Es ist halt nur sehr umfangreich, dass wir nur damit gesagt haben. Aber wir machen jetzt weiter. Das hier, oh mein Gott, das ist das sogenannte Internet Runaway Angel Be Invoked. Und passt bitte auf, was ich jetzt sage, weil ich habe für dieses Ending am allermeisten von der Zeit her gebraucht. Wirklich am längsten. Wollt ihr wissen, wie lange? 3 bis 4 Stunden. Und zwar ist nämlich das Ziel, man muss nämlich die maximalste Anzahl an Follower erreichen. Und das sind 9.999.999. Man denkt erstmal so, oh, was ist denn so schwer daran?
Ja, es ist furchtbar schwer. Man muss nämlich auf alles Mögliche achten, wirklich komplett drauf achten. Und nicht nur, was du da quasi was du jetzt da für Werte hast oder so. Weil du generell dann die Werte bekommen kannst und je nachdem, was du für Livestreams machst, dann wird das vom Stressfaktor höher oder von der Mental Darkness höher. Aber, und jetzt kommt es, ihr müsst darauf achten, dass die ganzen anderen Endings nicht aufploppen. Das ist halt das Ding. Wenn ihr quasi nämlich da über 100 macht mit dem Stress, habt ihr ein anderes Ending. Wenn ihr Affection auf 100 habt, dann habt ihr wieder ein anderes Ending. Quasi, dann habt ihr dieses Ending hier beispielsweise. Oder ihr habt, keine Ahnung, vielleicht sogar dieses Ending wieder auf 0 bringt. Mental Darkness auf 0 habe ich jetzt, glaube ich, hier nicht drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sehe es jetzt auch gerade hier nicht. Nee, jedenfalls, man muss auf unfassbar viel achten. Und das ist so schwer gewesen, wirklich. Also ich war so erleichtert, als ich das geschafft habe. Um das jetzt mal vom Ending her zu beschreiben, es geht darum, dass sie wirklich die weltweit, würde ich schon fast sagen, vielleicht weltweit, ja, die größte Livestreamerin ist oder so. Und weil wegen den Zuschauern natürlich auch. Redet natürlich darüber auf ein, dass es da alles möglicherweise zum Ruckeln kommt, weil das Internet dann nicht richtig funktioniert, weil da so viele Zuschauer da sind. Das ist dann sehr ausgelastet und irgendwann kommt dann, spricht es auch vom Verderben und irgendwie, dass das alles mit jetzt die Erde ausgelöscht wird und dann wird es tatsächlich ausgelöscht. Ich finde, es ist auch ein super weirdes Ending, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, vielleicht soll das einfach diese Übertreibung darstellen oder so, weil man dann einfach nur auf eine einzige Person nur bloß achtet, die da im Internet ist und wirklich super viele Leute darauf halt eben so zuschauen und darauf eingehen und das Ganze auch mitnehmen, weil sie jetzt so ein Vorbild ist oder so. Vielleicht ist es ja damit gemeint, dass auch deshalb, wenn man nur auf eine einzige Person darauf fixiert ist und nicht mehr selber denken tut, sondern, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt stimmt, was ich jetzt hier so sage. Es sind jetzt nur meine Vermutungen, die ich jetzt hier stelle, aber ich sage, es ist ein weirdes Ending. Gut, dann haben wir das erstmal so weit und ich würde mal sagen, es kann schon recht verstörend vorkommen. Es ist schon recht emotional, was sie sagt, auch mit dieser Musik dabei, ist auch total, ich würde schon fast sagen, weird. Es ist auf gar keinen Fall schlecht, aber irgendwo ist es auch böse, weil es halt um die Welt geht. Und verstören würde ich auch schon sagen. Emotional würde ich jetzt nicht sagen. An der Stelle, weil sie hat ja jetzt hier erreicht. Aber man sieht ja, dass das zu übertrieben ist. Also würde ich schon eher jetzt hier hinpacken, so um diese Position. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, so, das kennen wir doch hoffentlich. Das ist Labor is Evil. Oder auf Deutsch gesagt, Arbeit ist böse. Das ist wirklich wo ich mir selbst auch so sehe, was das Ganze angeht. Weil mit allem möglichen Lernstress, der mir zufolge halt eben da war, plus, dass man mir nicht geholfen hat, obwohl ich das schon gefühlt zigmal angesprochen hatte. Egal, was jetzt halt war, auch wenn man jetzt fragen würde, ja, hat man denn jetzt auch da beim Vorgesetzten halt mal das angesprochen oder generell auch mal, vielleicht auch mal ausgesprochen, vielleicht bei Familie oder Freunden oder sonst irgendwie. Ich habe wirklich fast schon alles Notwendige gemacht, wirklich. Und dann gibt es auch noch welche Leute, die immer rumlabern müssen, wirklich. Also, weiß ich nicht, über irgendwelches suizidalen Verhalten von, ja, dass einer dann direkt da vom Zug gesprungen ist und sonst irgendwas. Und dann denkst du, lernst die ganze Zeit dort über neue Sachen und dann kriegst du sowas zu hören, ne? Deshalb ist diese Szene bei diesen 5 Evil Endings, die ich auch da, wo es auch drin enthalten ist diese Vorschau nicht so unüblich, weil ich ja immer mit dem Zug auch zur Arbeit gefahren war und das immer wieder tagtäglich machen musste bei den Arbeitstagen. Immer mit dem Zug halt zur Arbeit. Ich würde es hierhin packen. Es ist tatsächlich recht böse, aber auch in eine höhere der emotionalen Seite aus gesehen, weil man sieht ja nämlich, dass er dann versucht, zumindest da voranzukommen, ist bis Tag 100 hingekommen und auf einmal schreibt sie irgendwas und reagiert danach auf nichts mehr. Ne? Also man schreibt ja 3-mal und auf einmal wie aus dem Nichts, was ja auch böse ist, dass sie keine Kommunikation ja gemacht hat, mal an der Stelle, aber
Emotional trotzdem, weil dann heißt, ja, Ame ist fort. Ich finde das wirklich, es trifft mich irgendwie hart für mich selbst. Es tut mir leid. So, weiter geht's. Das hier ist Needy Girl Overdose. Das ist jetzt der zerbrochene Bildschirm, wo sie dann mit einem Messer in den Bildschirm stechen will oder wie auch immer. Und das hat einfach damit zu tun, dass man dann Pichan 3 Fragen stellt. Da gibt es ja eine gute und schlechte Variante, beziehungsweise gut und böse. Was heißt gut und schlecht? Also wirklich gut und böse. Und ja, wie sie da schon drauf ist schon eine böse Sache und irgendwie hat das auch eine verstörende Sache wiederum, ne? Aber ist es denn noch wirklich so verstörend? Ich weiß es nicht. Es hat ja auch einerseits zu tun, dass sie dann auf einmal so reagiert und irgendwie hat das schon einen verstörenden Faktor. Das heißt, ich tue es mal dahin, weil ich jetzt nicht so viel Platz habe. Aber ja, wie gesagt, auch wenn das jetzt so passiert, ist auch das mit diesem Effekt dabei. Und man soll ja auch noch danach noch schreiben, dass man sie ja wirklich gern hat und liebst du mich wirklich und so. Und naja, machen wir weiter. So, das hier müsste Nerdy Girl Overload sein. Ja, man muss aufpassen bei diesen Namen, weil es gibt nämlich 2 Varianten davon. Und das kriegt man ganz, ganz leicht, tatsächlich. Man muss nur bis Tag 30 durchhalten. Glaubt mir Leute, macht einfach ganz normal bis Tag 30. Ich meine, klar, ihr müsst noch wahrscheinlich 100.000 Follower haben, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn ihr eine hohe Anzahl habt, dann sollte es funktionieren. Ich sage das jetzt wirklich nur so, weil man spielt einfach casual. Man bekommt es andauernd. Wenn ihr bis Tag 30 durchgehalten habt und dann heißt so, ja, sie hat jetzt einen neuen Song veröffentlicht und so weiter. Und dann kriegt sie irgendwann so einen Vertrag, wo sie dann dort ihr Business macht und so. Und dann heißt es sowas, dass es wirklich dann wo zu Kopf gestiegen ist und dann irgend so eine andere Beziehung versucht einzugehen und dann ist sie wirklich total mad auf Männer und so, weil sie dann jedes Mal sich so betrogen fühlt und so weiter und dann hat sie irgendwann so eine Kettensäge in der Hand und sowas. Will sie schon was Kettensägen-Massaker machen oder sowas? Keine Ahnung, ey. Aber das ist schon ein bisschen so dieses Bild, was es so verdeutlicht. Von dem Mini-Bild, das wir jetzt hier gerade sehen. Aber gut, ich würde aber sagen, es ist schon verstörend irgendwo in dem Hinblick. Es ist aber auch schlecht, weil sie dann einfach Pichan erstmal verlässt und einfach nur an sich komplett in den egoistischen Zügen denkt. Einfach nur, damit sie mehr Berühmtheit erlangen kann. Natürlich ist es ihr Weg, ist natürlich auch klar. Aber trotzdem hat sie das erstmal Ziel überhaupt angestrebt, Streamerin zu werden, dann nach oben zu kommen halt, ne? Dass er dann ihren Durchbruch hat und generell dann den Erfolg dadurch bringt. Jetzt macht sie es aber einfach so und lässt einfach Pichan links liegen quasi. Das hier ist Normie Life. Das ist halt das, was ich auch meinte mit Mental Darkness muss auf 0 sein. Und das heißt Normie Life direkt oder auch Healthy Party. Genau. Einfach generell sagt sie da sowas wie, ja, ich möchte jetzt gerne irgendwie meinen Abschluss erreichen oder irgendwie studieren oder irgendwie sowas. Was halt anscheinend mehr wohl fürs Leben bringt. Ich würde es eher auf ganz hoch auf diese emotionale Richtung bringen, aber jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Weil es ist emotional schon irgendwo, weil man dann die Mental Darkness dann direkt geheilt hat, weil es ja auf 0 ist und dann völlig ihr Leben lebt. An sich trotzdem positiv. Das hier ist Nymphomania. Das ist quasi, wenn man dann insgesamt, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, entweder 6 oder 7 Mal dann halt ins Bett hüpft quasi, Zweisamkeit genießen kann. Ja, auf jeden Fall das mit diesem 18 plus, beziehungsweise Sternchen, diese 3 Sternchen, die da stehen, muss dann 6 oder 7 Mal gemacht werden. Und wenn man das dann doch in dieser Überdosis gemacht hat, dann denkt sie auch völlig an nichts anderes mehr und ist dann total süchtig danach. Und das ist auch das Ending dann quasi, wo man auch wiederum sagen kann, mit Luft und Liebe, ne, kann man nicht wirklich leben. Deshalb ist es auch echt ein schlechtes Ending, weil sie dann... Man kann es jetzt auch betiteln, nicht, dass ich das als per se schlecht finde, vielleicht auch, sondern im Hinblick dazu, weil sie ihre Karriere versucht weiterhin aufzubauen und dann
driftet sie immer ab und deshalb ist es sehr schlecht, ne? Einerseits kann es aber auch dann verstörend wirken, wenn sie das tut. Besonders, ja, ich kann das trotzdem hier mal hinpacken, ja. Es hat schon auf einer emotionalen Ebene natürlich so einen Sinn, weil sie dann eben diese Sache dann sieht, nur noch und in dieser Sucht verfällt und nicht mehr klar denken kann. Andererseits aber auch verstörend, wenn ihr nämlich nur verstörend, wenn ihr dann quasi nämlich da irgendwas mit den Medikamenten noch einnehmen tut und dann darauf das mit diesen 18 plus da machen tut. Das hier ist übrigens Pain for Future oder auch No Future. Das ist das, wo sie dann eine Zigarette live raucht, beziehungsweise keine Ahnung, ob das wirklich auch irgendwas Grünes ist, also wirklich so Gras oder sonst irgendwas, ne? Ich habe keine Ahnung. Das kann man vielleicht spekulieren, weil das wird ja auch nur im Chat dann verdeutlicht, wenn sie dann so schreiben. Auf jeden Fall hat das dann auch keinen Durchbruch mehr erlangt. Dadurch wurde ihr Konto wohl gesperrt dadurch. Darf dann auch nichts mehr veröffentlichen und komplett ist es sowieso blockiert, was das alles angeht. Vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Man weiß nicht genau, was im Hintergrund passiert. Ja, ich würde schon sagen, dass sie völlig durchgedreht ist, was das angeht. Ja, sie möchte unbedingt, dass es nicht so weitergeht. Irgendwann hieß es so, dass sie da genau ihre authentische Seite nicht gezeigt wird. Genau, das war's. So, irgendwo ist das auch böse, aber auch emotional an der Stelle, dass man das so sieht. Man hat schon ein bisschen dafür Verständnis, ne? So, das hier ist Rainbow Girl. Das Ending Rainbow Girl bedeutet, dass man dort, ich glaube, dieses Magic Smoking oder irgendwie so, also quasi diese Zigaretten dort hat. Und das muss man meiner Meinung nach alles immer weiter und weiter und weiter konsumieren, bis man zu einem bestimmten Limit da angekommen ist. Und dann kommt es da auf einmal zum Vorschein, also wegen so einer Überdosis, was das angeht. Und hat dann einen Gedanken, dass da irgendwer wo ist, das über ihr steht und so. Und dann hat sie so ihre Hand, was man jetzt auch sieht auf dem Icon. Da hat man das dann so auf dem Bildschirm quasi, dass er da so anlehnt und denkt so, ja, ich wusste, dass du existierst. Und so etwas. Und kann aber nicht aus dem Bildschirm rauskommen, leider. Das ist echt auch verstörend, was das angeht, aber ich glaube, emotional kann ich daraus jetzt nicht ziehen, wenn man denkt, dass man wirklich aus dem Bildschirm raus will. Das ist schon eine ganz komische Vorstellung. Ich würde aber sagen, das ist schon verstörend, aber auch wiederum, ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Ich meine, eigentlich ist es schon schlecht für sie. Ich will es jetzt mal so erklären, ja. Ich packe es jetzt mal zu schlecht tatsächlich hin, aber schlecht im Sinne von, dass sie nicht das mehr jetzt weiterhin durchleben kann, was sie jetzt wirklich machen möchte, sondern einfach nur weiterhin ihre Medikamente so gnadenlos genommen hat in einer Überdosis und das Ganze sich denkt, ja, gut, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Das hier heißt SMT. Da gibt es nämlich so eine Sache, dass das im eigentlichen Sinne kein Ending ist. Man könnte jetzt natürlich spekulieren, so schwanken, könnte man jetzt denken, okay, man kommt da sowieso wieder auf den Anfangsbildschirm. Deshalb ist es schon irgendwo indirekt ein Ending, ne? Aber nicht so direkt wie die anderen jetzt. Und das liegt einfach daran, weil jedes Mal dann einfach nur rumglitschen tut und irgendwann kommt auch, glaube ich, so ein kleines Fenster aufgeploppt, wenn ich mich dran entsinne. Wie man dieses Achievement vor allem bekommt, ist absolut dreist. Du musst die Mental Darkness auf 100 halten und durch Zufallsprinzip irgendwann abwarten, dass wirklich dieses Ending kommt. Das heißt, Tag für Tag für Tag für Tag immer weiter, bis es endlich mal aufgeploppt ist. Das ist nichts weiter, als wenn du die ganze Zeit am Würfeln bist und dann kommt wirklich die richtige Zahl dafür oder so. Deshalb tut mir echt leid. Ich weiß nicht, auch verstört würde ich nicht sagen, aber ich muss es jetzt hier hinpacken. Ne, damit wir schlecht jetzt ja auch nochmal sehen können, packe ich das extra so hin. Aber ich fand es wirklich schlecht. Ernsthaft. Außerdem ist auch ein indirektes Ending, deshalb. Das hier ist Die Set Down oder auch So Close Yet So Far. So nah und doch so fern. Genau.
Das heißt aber, dass sie ab dem Tag 10 ihre Miete nicht bezahlen kann und hat auch die 10.000 Follower nicht geknackt. Dementsprechend, ja, muss sie dann zurück zu ihren Eltern ziehen und das heißt wohl dementsprechend, ja, entweder wird sie noch ihren alten Ding da durchziehen wollen, was nämlich die Mutter auch vorhatte, ne, mit, ihr wisst schon, hoffentlich, was ich auch schon mal erwähnt habe, oder zieht aber durch, dass er einen Job bekommt. Eins von beiden. So, wo packen wir das denn hin? Ich würde einmal sagen, dass es auch recht schlecht dann für sie ist. Andererseits können wir es auch direkt in die Mitte packen, weil das ja nicht ersichtlich ist. Deshalb mache ich mal kurz hier hin, du dahin, so. Ja, es ist halt irgendwie alles in allem. Weil emotional heißt es, weil sie es dann einfach nur abgebrochen hat und es nicht bezahlen konnte. Böse, dass sie es eben von der Miete nicht bezahlen konnte. Und verstörend fällt in dem Sinne, weil sie dann wahrscheinlich da dem in ihrem Körper verkaufen tut oder so etwas, was auch nicht ganz ersichtlich ist. Aber es ist ein offenes Ending, was das angeht, wo ist. Habe ich zumindest in der Vorstellung. Und schlecht in dem Sinne, weil das dann, ja, eine Null-Chance besteht für sie selber, ne? Dass sie dann weiterhin eine Streaming-Karriere starten kann oder so. Aber naja. Das hier kennen wir hoffentlich auch noch. Das ist Where Are No Angels. Das ist nämlich ein Ending, wo es nämlich darum geht, dass es auch so speziell darauf ausgelegt ist, dass sie dann wohl dann mitten im Livestream Suizid begehen will. So als Legendenstatus, was ich auch schon mal nämlich erwähnt hatte mit Roro-chan 1999, was wirklich dann heftig war, mit dem, dass sie dann aus dem 13. Stock dann so Anlauf genommen hat und vom Balkon gesprungen ist. Ja, es ist immer noch so eine makabere Story, ne? Also ich habe das schon mal erzählt, deshalb immer wieder zu diesen 5 Evil Endings wiederum, ne? Also wenn man das anschauen will, es steht schon in der Infokarte drin, deshalb tut euch keinen Zwang an, schaut es mit euch an, mit Liken, Kommentieren und Teilen natürlich, damit man es auch wirklich mal sieht, weil das ist echt makaber, wie es auch dargestellt ist. Beziehungsweise was auch dahinter steckt auf jeden Fall. Und deshalb sollte man immer aufpassen, dass man auch die psychische Gesundheit auch damit berücksichtigt. So sagen wir es mal, ja. Deshalb ist es auch in einer guten Hinsicht, was das jetzt angeht, auch verstörend. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Es ist aber auch nicht schlecht, es ist auch mehr böse. Das heißt also, es ist schon mehr böse als verstörend, finde ich. Weil man dann einfach dadurch sagt, dass man auch von der Streaming-Karriere aus gesehen dann ihr Leben aufgeben tut, indem man den Legendenstatus aufbauen tut, beziehungsweise das als Tätigkeit nachgeht, weil noch niemand zuvor das gemacht hat. Ja, aber dafür hat sie ja selber dann nichts mehr. Das ist halt schon böse, ey. Und halt verstörend, ne? So, das hier ist das Gegenteil von Happy End World, also das hier, ne? Was ich so nebenhalte. Das ist nämlich jetzt Happy End World. Ja, Unhappy End World. Mein Gott. Oh, ich komme schon durcheinander, ey. So, das heißt ja quasi, dass er da so eine Wohnung da bekommen hat. Beziehungsweise hat sich selber gegönnt oder so. Aber dann ist alles so super und luxuriös und ich habe das wirklich erreicht. Und das ist nur dank der Community und den ganzen Superchats und Spenden und was weiß ich noch alles. Ja, und irgendwann kommt da so ein Twitter-Account, der mit Apsis heißt. Wenn ich es richtig ausspreche, also Abgrund auf Englisch. Das ist dann so ein zusätzlicher Account sein soll oder so. Und dann wird da so gesagt, ja, mit Pichon ist dann schon längst die ganze Zeit nur langweilig mit diesem Leben und das nicht gesehen, da will man lieber das gar nicht mehr so durchziehen und dann ist halt so komplett, ja, so abrupt so ein Ende auf einmal. Würde ich jetzt ehrlich gesagt schon auf diese emotionale Schiene ziehen lassen, aber ist auch gleichzeitig schlecht tatsächlich. In dem Kontext, weil man dann einfach Picha wieder komplett hinter sich lässt und ja, sie selber auch nicht glücklich ist. Obwohl sie da nämlich alles Mögliche dafür jetzt aufgenommen hat und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob sie es wirklich so wollte. Ne, das ist halt die Frage. Aber, ja, es ist schwierig an der Stelle tatsächlich. Ich kann nämlich nicht sagen, ob sie jetzt wirklich dieses Glück nun bekommen hat. Oder ob sie jetzt wirklich... Gut, wir haben noch 2 Endings, Leute. Das ist das sogenannte Utopian Parody. Ja, ich weiß nicht, also Utopian Parody habe ich nicht ganz so verstanden. Muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. In welchem Kontext war das mal, dass ich das mal bekommen hatte? Ich glaube, Needy Girl Overdose, also das hier. Ich glaube, man bekommt da auch die 3 Fragen dort gestellt. Glaube ich zumindest.
Wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so ganz an dieses Ending. Es tut mir leid an der Stelle. Ich weiß, dass es fast eine Ähnlichkeit dazu hat, zu dem hier. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich pack's lieber mal hier hin, ja. Ich glaube, es ist verstörend, aber es ist auch wiederum irgendwie ganz komisch. Ich glaube nämlich, dass da Pichan nicht mehr beachtet wird, auch egal was du tust. Oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich meine mich dran, ganz schwach dran zu erinnern oder so. Ich meine, bei 27 Endings kann schon mal passieren, okay. Seht's mir bitte nach. So, und das hier, Leute, ist Welcome to my religion. Oder willkommen zu meiner Religion. Und das ist ganz schön wild. Okay, ich erinnere mich daran, es sind nämlich die sogenannten Verschwörungstheorien, diese Conspiracy Streams auf Englisch gesagt. Und das ist ja das, was es halt heißt. Und dementsprechend redet sie da sehr viel darüber, ne, was halt echt sein kann oder was auch nicht. Und weiß ich nicht, irgendwann werden Mikrochips die Hirne dann mit dir so kontrollieren und was weiß ich noch alles. Ne? Irgendwie total überdreht, überheblich, was auch immer. Und man muss ich glaube nach dem 5. Stream davon dann so ein Magic Paper benutzen. Und es kann ja sein, dass es die magische Briefmarke ist oder so. Auf jeden Fall erscheint das dann. Und dann macht sie extra noch diesen Livestream, dass sie dann so direkt diese eigene Religion versucht zu machen. Oder den Leuten da irgendwie so einen Weg zeigen will und irgendwie sowas. Weil sie dann alles Mögliche versteht, was sie dann auf einmal gesehen hat. Und das ist total... Also das ist wirklich eigentlich schon ziemlich heftig. Ne? Deshalb würde ich schon sagen... Schwierig an der Stelle. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde es tatsächlich zwischenquetschen wollen. Also ich würde das eher auf die emotionale Ebene packen. Und ebenfalls aber auch, dass es ein schlechtes Ending ist, weil sie dann dementsprechend das gar nicht so das Ziel erreichen sollte, weil sie dann eine ganz andere Person auf einmal wird. Und emotional an der Stelle, dass sie vielleicht dann dementsprechend eine Art der Erleuchtung bekommen hat und dann dementsprechend schon ihre Selbstbestimmung bekommen hat, auch wenn es leider auf schlecht hinterdirrend ist, weil es nicht das primäre Ziel war, was das angeht. Sie hat zwar die Anerkennung bekommen, aber ich glaube nicht in dem gewissen Grad, dass es dann sein sollte. Und deshalb kann er jetzt wirklich jeder darauf spekulieren, was man will. Bin ich ganz ehrlich. Es ist das, was ich jetzt gesagt habe und so, das waren auf jeden Fall jetzt alle diese ganzen Endings, die ich präsentieren wollte. Und zwar als Tierlist. Ich hoffe, das war jetzt soweit in Ordnung, dass ich das so präsentiert habe. Ich dachte, ich mache das mal in diesem Bereich, weil ich das bisher auch mal ganz neu gesehen hatte, dass es auch so funktioniert hatte, das mal einzugliedern nach der Gewichtung. Und war ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das jetzt natürlich hier fandet. Und dann natürlich auch liken und dementsprechend teilen, damit das auch hier gefunden werden kann. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, zu einem weiteren Video. Bis dahin, ciao, Leute.